Ich filme heute weder mich noch Rita, denn es gibt etwas schön, na gut, ganz kurz. Rita ist dort hinten bei ihrem Strand beschäftigt. Aber es gibt heute Schöneres, was wir vor die Kamera zehren können. Und zwar lese ich immer wieder in den Kommentaren 9 Volt, 9 Volt, 9 Volt. Und ja, was für ein Zufall. Ich bin auch ein sehr großer Lego 9 Volt Eisenbahn-Fan. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich baue jetzt mal hier eine Stirnreihe auf mit allen Lego 9 Volt Zügen, die der dänische Klemmbausteinhersteller auf den Markt gebracht hat. Das ist eine Zugserie, die von 1991 bis 2006 am Markt war und wirklich ganz fantastische Eisenbahnen hervorgebracht hat. Ja, und wir schnappen uns jetzt einfach mal eine nach der anderen. Ich gebe euch einen kleinen Überblick darüber und viel Spaß! Los geht's mit dieser Rangierlok inklusive 3 Waggons aus dem Jahr 1991. Ich kann mich noch genau erinnern, wir sind damals mit meinen Eltern in einen Spielzeugladen gefahren, um eigentlich eine Duplo-Eisenbahn zu kaufen. Ich war ja damals erst 3 Jahre alt und eigentlich noch zu klein für Lego-Züge, aber wir sind dann schließlich und endlich mit dieser Lego-Eisenbahn nach Hause gekommen. Das ist also eine etwas kleinere Rangierlok. Es ist immer noch die Originale. Ich weiß gar nicht, wie viele Hunderte, wenn nicht Tausende Kilometer diese über mein Layout gefahren ist, in allen möglichen Variationen. Also da sieht man wieder mal, dass Lego wirklich ein Qualitätsspielzeug ist. Sieht noch aus wie neu. Das Einzige, was mich als Kind sehr gestört hat, war dieser Boxcar-Waggon, der letzte mit den grauen Türen, denn die sind immer relativ leicht herausgefallen. Aber ich habe jetzt ein bisschen nachgeholfen und da ja ein kleines, kein Mock, aber eine kleine Fix-Angelegenheit installiert. Jetzt halten die Türen auch besser. Ja, es ist also eine tolle kleine Erweiterung für jedes Zuglayout. Ich kann den Zug wirklich nur empfehlen und es war ein glorreicher Einstand in die 9 Volt Ära. Besonders gut gefällt mir allerdings auch der blaue Waggon. Da habe ich mal ein paar von diesen blauen Halterungen auf der Seite, von diesen Absperrungen verloren, aber die habe ich jetzt wieder nachgekauft und alles ist in bester Ordnung damit. Dann geht's weiter mit ja, der Legende, dem Metroliner. Da glaube ich, brauche ich nicht viel darüber verlieren. Wir haben schon mal ein Video darüber gemacht. Diese hat hier sogar die Erweiterung, den Panoramawagen, den doppelstöckigen. Es ist ein Zug, der inspiriert ist von der amerikanischen Amtrak-Serie. Ich habe ihn bekommen im Jahr 1994, wenn ich mich nicht täusche, konnte damals auch noch selbst gar nicht so schwierige Züge zusammenbauen. Das musste noch meine Mutter machen, aber gespielt haben wir natürlich genug damit. Und ja, er ist nach wie vor in sehr guter Verfassung. Ich habe dann auch Weichen bekommen für das 9-Volt-System und auch 2 Kreuzungen. Also der Spaß war dann vorprogrammiert. Man kann da ja dann, wenn man 2 Trafos hat, 2 voneinander getrennte Stromkreise betreiben. Und ja, natürlich gab es da auch den ein oder anderen Unfall. Das lässt sich nicht vermeiden, aber der Zug war immer schon mein Klassiker, der Favorit, der eigentlich nicht zu übertreffen war. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich ihn mir damals gekauft habe. Dann auch im Jahr 1991 erschienen. Ich habe ihn aber erst vor ungefähr 2 oder 3 Jahren mal auf den Kleinanzeigen gekauft für ungefähr 100 € inklusive dem 9-Volt-Motor. Das ist das erste Krokodil, welches Lego herausgebracht hat für die 9-Volt-Bahn direkt zum Release-Jahr. Das ist natürlich ein Witz gegen die neue Krokodilslok vom Jahr 2020. Die ist noch viel eckiger und noch bei weitem nicht so detailreicher. Aber wenn man mal in den Innenraum reinsieht, sieht man, dass auch diese schon eigentlich ganz toll gebaut war und mir gefällt einfach der Look, die Türen, dieses Rot-Weiß, diese Farbkombination und ich habe hier mal diese Schüttwaggons angehängt, denn die Lok kam ja ohne Waggons auf den Markt und damals konnte man ja auch noch Waggons extra dazu kaufen. Auf diese Idee kommt Lego ja heute leider nicht mehr, also das waren schon tolle Zeiten. Hier nochmal neben der neuen Krokodilslok und ja, also sie macht auch eine sehr, sehr gute Figur beim Fahren.
als Güterlok. Ich habe sie auch zum Teil schon mal als Passagierlok im Einsatz gehabt. Die Schnauze und der Schwanz, wie das ja bei den Krokodilslok heißt, schlängelt sich so elegant um die Kurve und es ist die schnellste Lok, die ich in meinem Arsenal habe. Also egal wie viele Waggons man da anhängt, die ist geschwindigkeitstechnisch nicht zu überbieten. Da ist ein sehr starker Motor verbaut, der entweder wenig gefahren wurde oder ja, keine Ahnung. Die 4564 habe ich erst jetzt vor ungefähr 3 Jahren mitsamt einem Konvolut bekommen. Die hatte damals ein Freund von mir und ich hatte eben diese rote, die ein paar Jahre zuvor auf den Markt kam. Aber diese hat mir auch immer sehr, sehr gut gefallen. Hier mit dem Waggon, wo man auch so ausschütten kann, ein Wagen, wo so ein offener Container ist, wo auch ein gelber dabei ist und dann nochmal ein Boxcar, welches aber im Innenleben auch so eine Mechanik drinnen hat, wo man so entladen kann. Also der Zug hat mir immer wahnsinnig gut gefallen und ich habe ihn mir auch eigentlich immer gewünscht, aber leider nie bekommen. Ja, und jetzt musste es jetzt dann halt im Erwachsenenalter sein. Ich kann mich noch erinnern, bei dem Freund, der diesen Zug hatte, da haben wir auch immer mit mehreren Gleisanlagen gespielt und da hat es immer durch die Kreuzungen relativ viele Unfälle gegeben. Es ist eine sehr schöne Lok, welche in keiner Sammlung fehlen darf, finde ich. Außerdem gibt es sehr wenige gelbe Loks bei Lego. Also macht wirklich einen guten Eindruck. Es ist auch so ein kleiner Lastwagen dabei und eine Rampe. Also das Set kann ich nur empfehlen, falls ihr es mal seht. Dann kommen wir zur 4559, dem gelb-schwarzen Zug. Der heißt lustigerweise Cargo Railway, obwohl er eigentlich ein Passagierzug ist. Na gut, man kann vorne und hinten in jedem Waggon auch Fracht mitnehmen. Was mir da immer sehr gut gefallen hat, waren diese Passagierabteile, die man so herunterheben konnte, mitsamt einem Lastwagen, der dabei war. Und es war wirklich also für die Zeit sehr, hoppala, da ist mir gleich die Tür von dem Compartment heruntergefallen. Die Teile waren einfach für die damalige Zeit total cool, also das hat mir gefallen. Hier seht ihr Rita jetzt in Aktion, sie hat sich auch nicht mehr halten können, sie steuert jetzt die Züge. Der Grund, ihr fragt euch vielleicht, warum dieser Zug noch so schön ist, wenn ich ihn schon damals 1996 zum Release mal zum Geburtstag bekommen habe, das ist nicht der Originale, bei dem fehlen leider ein paar Teile und ich habe mitsamt demselben Konvolut wie die gelbe Lok oder das gelbe Zugset mal ein größeres Zugset gekauft und da war dieser dabei und der dürfte nur in der Schachtel gewesen sein, denn die Steine sehen aus wie neu oder sogar besser wie neu, die glänzen wirklich wie am ersten Tag und ja, ich mag diesen Zug auch sehr gerne. Er wäre fast mein Favorit geworden, dann hat der Metroliner aber doch den ersten Platz sich gesichert, also wirklich ein toller Zug. Weiter geht's mit einem Zug, welchen ich mir so ungefähr 2007 mal gekauft habe. Ein Schwerlastzug, der mir immer auch sehr gut gefallen hat. Den habe ich aber leider auch nie bekommen. Wie Lego dann die 9-Volt-Serie eingestellt hat, das war so ungefähr 2006, 2007, gab es dann eine Zeit lang sehr viele Lego 9-Volt-Züge zum Schleuderpreis. Da war auch der dabei. Ich glaube, ich habe das komplette Set auch mitsamt diesen coolen Kränen, die ihr hier im Hintergrund seht, wo auch die Waage dabei ist. Den habe ich, glaube ich, ungefähr um 50 oder 55 Euro gekauft, privat natürlich. Aber die waren zum Teil auch bei den Händlern extrem günstig verfügbar. Und ja, was soll man sagen? Hier sind 3 lange Waggons dabei mit den Gelenken. Diese Kräne, auch so ein Verladefahrzeug und ja, der Zug sieht einfach total cool aus. Hier weiß ich jetzt gerade nicht, Rita hat wahrscheinlich zu wenig Gas gegeben, aber er fährt. Ja, da ist der Spielspaß unendlich, man kann da wirklich total viel machen. Verladen, dieses Schüttgut ein- und ausladen, transportieren, das ganze Werkzeug, was im ersten Waggon drinnen ist, umschlichten und so weiter. Also der Zug war wirklich damals, ich kann mich noch an die Lego-Kataloge erinnern und den wollte ich immer haben. Aber ja, es war damals das Taschengeld natürlich noch nicht gar so üppig und jetzt habe ich ihn mir dann mal später gekauft. Interessanterweise war hier auf dem Dachboden, wie er noch nicht renoviert war, auch mal eine Zuganlage aufgebaut und da habe ich ihn mir dann eben für diese Zuganlage gekauft und er ist in sehr schönem Zustand, war nicht teuer, also
Ich kann ihn wirklich, wirklich nur empfehlen. Ein tolles Set aus dem Jahr 1996. Weiter geht's mit einer, ja, Rarität für viele. Es ist der Classic Train aus dem Jahr 1998. Das ist auch ein sehr schönes, kleines Set. Hier sind 3 kleine Waggons dabei und so eine doch sehr putzige Lok im Western-Stil. Das Einzige, was hier bei diesem Set fehlt, sind die Aufkleber. Die muss ich mir jetzt noch nachbestellen. Diesen Zug hatte auch dieser eine Freund, der diese gelbe Lok hatte, und da sind wir stundenlang damit gefahren. Sie hat mir eigentlich am Anfang nicht so gut gefallen, weil ich war nicht so der große Western- oder Dampflok-Fan am Anfang. Und dieses Set hat es ja auch nicht überall gegeben, also jedenfalls beim Spielzeuggeschäft meiner Wahl habe ich das nie irgendwo gesehen. Und dieses Zugset habe ich mir dann auch jetzt erst vor, ich glaube, ungefähr 10 Jahren mal gekauft. Damals hat es das irgendwo mal auch auf den Kleinanzeigen gegeben um 70, 80 Euro. Es ist da auch, glaube ich, gar keine Schiene dabei, gar kein Trafo und nichts. Also es ist nur der Zug selbst. Aber es macht auf jeden Fall viel Spaß. Dann geht's weiter mit dem neuen Passagierzug aus dem Jahr 1999, und der ist auch mal der Hammer. Ich habe ihn relativ spät erst gekauft, zeitgleich mit der 4565, dem schweren Güterzug. Der war auch relativ billig, den hat es auch dann zum Schleuderpreis gegeben, als Lego mit der Power Function Serie auf den Markt kam. Mir hat das immer sehr gut gefallen, dass man hier diese Waggons so seitlich aufmachen konnte. Hier auf der einen Seite die Passagierwaggons und dann auch noch den Autoabteil. Also, das hat total cool ausgesehen. Die Lok ist eher einfach, hat mich immer erinnert, ihr habt es rechts gesehen, an die 4559, aber der war vielleicht sogar noch ein Stück eleganter. Viele mögen den Zug nicht, da es ist relativ große Formteile sind. Hier seht ihr auch, Licht hat es auch gegeben bei dem Zug. Also der Look war schon ein bisschen klobiger, es ging schon in Richtung Jahrtausendwende, aber ich finde, so als Regiobahn, so als S-Bahn-Verschnitt macht der Zug wirklich eine ganz gute Figur, und mir hat das immer gefallen, dass man da so die Container hinten und vorne in die Waggons hineingeben kann, und mir gefallen einfach die langen Waggons sehr gut. Ihr seht hier, wie sie sich um die Kurve rundum schlängeln, also das sieht schon sehr edel aus, und sowohl in der Fahrt als auch am Stand macht der Zug eine wirklich gute Figur. Wie gesagt, mein Zug, dieser hier ist ungefähr 10 Jahre alt. Jetzt habe ich mir nach meinen Dark Ages dann gleich mal gekauft. Ja, gut. Oh, dann geht's weiter mit dem Classic Train Set, dem Deluxe Set, welches 2002 oder 2003 auf den Markt kam. Da hat Lego ja wieder mal Classic Zugsets auf den Markt gebracht in vielen verschiedenen Farben und auch Größen. Das hier ist die schwarze Lokomotive in groß, und dann hat es ein Set gegeben, wo Schienen dabei waren, ein Trafo und eben auch dieser grüne Passagierwaggon, welchen ihr jetzt gleich sehen werdet. Den gab es dann auch noch in blau. Und ich kann mich erinnern, auch in demselben Haus, wo wir jetzt die Lego-Eisenbahn stehen haben, haben wir unten im Erdgeschoss dann mal eine Zugstrecke aufgebaut gehabt. Und zwar dann mit 3 komplett voneinander getrennten Kreisen. Und da war der Spaß dann fast bis zur Unendlichkeit gegeben. Also mit dem Zug war das dann schon cool. Ich finde den Tankerwaggon hier am besten. Der ist auch ziemlich breit. Da habe ich sogar den Tunnel noch etwas erweitern müssen, damit der um die Kurve rundum kommt, aber es sieht einfach total cool aus, der Zug. Wir haben auch noch einen zweiten Passagierwaggon und einen zweiten Tankerwaggon, und wenn die alle angehängt sind, dann macht das schon ein wirklich, wirklich schönes Bild. Hier seht ihr ihn jetzt nochmal, wie er hier hinter dem Vergnügungspark durch die Prärie donnert. Also ja, da kann man wirklich nicht sagen, ist auch heute immens teuer geworden. Ich wollte mal als Sammlerobjekt noch dieselbe Lok in braun haben, oder die kleine, die gibt es ja auch, ist schwer zu bekommen, und auch die Waggons sind zum Teil schon recht teuer. Dann geht es weiter mit einer weiteren Legende. Es ist der Santa Fe Super Chief. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht viel dazu erzählen. Ich habe mir den Zug dann auch nach meinen Dark Ages zu Beginn der 2010er Jahre irgendwann mal gekauft. Ich habe ihn, wie er ursprünglich rausgekommen ist, leider verpasst. Es ist so, dass das Set besteht aus der Lokomotive alleine, und dann, von der gab es eine Limited Edition und eine nicht limitierte, und dann gab es insgesamt 5
Bauvarianten zu Waggons, also eigentlich 2 Sets, aber aus den 2 Sets konnte man 5 verschiedene Waggons bauen. Ich habe insgesamt alle 5, der 5. ist aber leider noch nicht komplett. Das Problem ist, dass hier kein normales Hellgrau verbaut wurde, sondern das ganz seltene Perlgrau, welches sonst in fast keinem Set vorgekommen ist. Und das macht diese Waggons wirklich immens teuer. Also es ist fast unvorstellbar, wie viel die heutzutage kosten. Nur als kleiner Preisvergleich, also ich glaube, ich habe mir die Sets so 2010, 2011 um den Dreh rundum auf eBay ersteigert. Und wenn ich dafür einen Waggon um die 60 Euro bezahlt habe, war das schon viel. Also da habe ich mir dann eigentlich schon gedacht, dass das zu viel ist. Heute würde ich mir wünschen, dass ich noch mehr Waggons um den Preis gekauft hätte. Es ist ein wunderbares Set. Viele sagen, die Waggons sind zu schmal, aber eigentlich macht das nichts. Es sieht einfach fantastisch aus, wenn dieser Zug durch ein Layout fährt. Es ist damals also schon mit Lizenzen gearbeitet worden. Leute beschweren sich ja immer, dass Lego heutzutage nur mehr Lizenzen macht. Auch dieser Zug war lizenziert. Aber er ist, ja, er kommt nahe an den Metroliner ran. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Es ist ein Zug, der wirklich überall eine gute Figur macht. So alt oder so jung, hoppala, hier ist der Waggon davon geflogen, hat wohl einen kleinen Defekt gegeben, aber egal. Rita fährt wahrscheinlich wieder zu wild mit dem Trafo. Hier haben wir auch noch eine zweite Lokomotive dazu, da hat der Triebwagen dann ein bisschen mehr Saft, aber auch mit nur einer Lok kommt er ganz gut durch das Layout. Dann geht es weiter mit einem Zugset aus dem Jahr 2003, der 4511, einem auch eher unbekannteren Set. Da war dann die Zeit, wo Lego so mit extrem großen Formteilen gearbeitet hat. Ihr habt es jetzt gerade beim vorderen Teil der Lokomotive gesehen. Also das erinnert schon sehr an Jack Stone und Co. Aber auch der Zug ist eigentlich sehr schön. Ich habe mir ihn auch dann irgendwann mal 2011 oder 2012 auf eBay gekauft. Hoppala, hier hat sich die Tür vom Kofferabteil verabschiedet. Der Zug war relativ billig und ist es auch heute eigentlich noch. Also ist fast mein Geheimtipp, wenn ihr euch mit dieser ja doch sehr futuristischen Optik anfreunden könnt, wobei auf der anderen Seite sieht ja sehr ähnlich aus wie manche japanische Hochgeschwindigkeitszüge oder sowas. Ihr müsst nur bedenken, im Grundset ist nur die Lok und ein Waggon drinnen, also dieser Heckwaggon, der war dann separat erhältlich, also entweder ihr kauft euch das Set zweimal, dann habt ihr ihn doppelt, das ist noch besser, oder es gab dann diesen Heckwaggon mal einzeln zu kaufen, der ist aber relativ teuer. Parallel dazu erschien nochmal ein toller Güterzug, den habe ich auch jetzt erst mit diesem großen Zugkonvolut im Jahr 2017 gekauft. Es ist ein Zug, der besticht durch seine tolle Optik einerseits bei der Lokomotive und er hat auch coole Waggons, besonders dieser hier mit den Containern gefällt mir sehr gut, also da kann man cool verladen, es ist auch so eine Gabelstapler dabei, wenn ich mich nicht täusche und auch dieses Boxcar ist recht cool, da ist Geld drinnen und hinten kann man reingehen, also das ist so eine Art fahrendes wie sagt man da, so ein Servicehaus wahrscheinlich, den Waggon kann man irgendwo stehen lassen auch oder wird das Geld beschützt. Der Zug macht auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Figur. Es ist einer meiner Lieblings-Lego-Güterzüge. Ich bin schon gespannt, ob er jetzt dann kommt. Ja, hier gleitet er vorbei. Also wenn ihr euch für Güterzüge interessiert und ein 9-Volt-Fan seid, dann können wir den Zug auch vorbehaltslos empfehlen und Rita gefällt dir übrigens auch sehr gut, also das muss ja mal gesagt werden. Dann kommen wir zu einem weiteren Klassiker, der allerdings eher unbekannt ist. Es ist die Burlington Northern Santa Fe Railroad. Die wurde dann nach der normalen Santa Fe Super Chief Lokomotive auf den Markt gebracht, ist auch eine lizenzierte Variante. Von der Optik gefällt mir diese Lok sogar noch ein bisschen besser als die Santa Fe. Erinnert so ein bisschen an den Maersk-Zug und passend dazu kamen dann auch noch diese Containerwagen auf den Markt, die es auch in Amerika so in Natura gibt. Hier mit dieser Bogeyplate unten, welche beide Waggons halten. Also das ist wirklich, wenn da mehrere hintereinander angehängt sind, dann sieht das schon sehr, sehr edel aus. Den Zug sieht man in fast keinem Layout. Ich weiß nicht, war damals die Auflage schon so gering oder haben ihn sich sehr wenige gekauft? Ich habe ihn mir relativ zeitgleich mit der Santa Fe gekauft. Ich kann mich erinnern, dass die Lok ungefähr 50, 60 Euro gekostet hat. Und die Waggons gab es damals, so vor ungefähr 10 Jahren, auch so etwa um 50 Euro.
Da habe ich dann zum Glück gleich 2 oder sogar 3 gekauft und ja, bereue es nicht. Die Waggons sind zwar nicht austauschbar, aber die Container kann man austauschen. Also man kann zum Beispiel diesen blauen Container, der hinten oben steht, auf den vorderen grauen geben. Also da ist relativ viel Spaß geboten und der passt sehr gut in die Rangierbahnhofszentrale. Als letztes zeigen wir euch noch den ursprünglichen Weihnachtszug. Der ist leider jetzt noch nicht in der Weihnachtsstadt angekommen, da wir dort noch umbauen. Es ist ein Zug aus dem Jahr 2006. Wir haben ihn ungefähr 2014 oder 2015 gebaut. Das ist der einzige Zug, den wir uns mit Bricklink-Steinen rebrickt haben. Der ist leider schon sehr teuer geworden, wobei das war noch bevor der neue Lego Weihnachtszug auf den Markt gekommen ist. Vielleicht ist der jetzt ein bisschen billiger geworden. Die Steine haben so in etwa 80, 90 Euro gekostet damals. Ich glaube, ohne den 9-Volt-Motor. Also das war preislich wirklich sehr in Ordnung. Mir gefällt diese Caboose hinten sehr gut. Die erinnert mich an den anderen Westernzug und vom Design her finde ich den hier besser als den neuen Weihnachtszug. Rita sieht es genau umgekehrt. Was auch interessant war, Rita hat mit mir, das war so ziemlich ihr erster Zug, den sie mit mir zusammengebaut hat und ja, sie ist seit damals auch eigentlich ein Zugfan. Ja, wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen, die 9-Volt-Ära ist aber noch nicht ganz zu Ende. Lego kam damals ja auf die glorreiche Idee, noch viele Zubehörsets auf den Markt zu bringen, wie zum Beispiel diese Schneefräse hier links im Bild oder auch diesen tollen Bahnhof. Dann gab es noch Verladekräne und so weiter. Also es wird auf jeden Fall einen Teil 2 zu dem 9-Volt Spezialvideo geben, wenn ihr Lust drauf habt. Und dort werden wir uns dann noch ein paar zusätzliche Sets anschauen, wie zum Beispiel auch diesen Bahnübergang und so weiter. Also ich hoffe, ihr seid wieder dabei.